Hoch oben im Blätterdach des Amazonas-Regenwaldes fixiert ein Harpyjenadler seine Beute mit seinem Blick. Unter ihm klammert sich ein Dreifingerfaultier fest an einen Baumstamm. Ein einziger Fehler würde den Tod bedeuten. An diesem Ort ist jeder Atemzug ein Kampf ums Überleben. Der Harpyjenadler und das Dreifingerfaultier. Eine Konfrontation im Amazonasgebiet. Der Amazonas ist nicht nur ein Wald, er ist ein lebendiges Zeugnis von Millionen Jahren geologischer und klimatischer Veränderungen. Als Südamerika noch ein isolierter Kontinent war, sammelten sich in den weiten Tieflandgebieten Wasser und Sedimente an. Der Aufstieg der Anden veränderte alles. Diese jungen Gebirgsketten blockierten die alten Wasserwege und zwangen ein riesiges Flusssystem, sich in Richtung Atlantik umzuleiten, wodurch der Amazonas entstand. Wasser, stabile Temperaturen und reichliche Niederschläge schufen perfekte Bedingungen für das Gedeihen des Lebens. Pflanzen wuchsen in mehreren Schichten, vom dunklen, feuchten Waldboden bis zum hochaufragenden Blätterdach, das bis zum Himmel reicht. Jede Schicht eine eigene Welt. Heute erstreckt sich der Amazonas über mehr als 5 Millionen Quadratkilometer und erzeugt Feuchtigkeitswolken, die zurückkehren, um ihn selbst zu nähren. Es ist ein fein ausbalanciertes System, in dem sich geologische Geschichte, Klima und Leben zum größten tropischen Regenwald der Erde vermischen. Hoch oben, wo das Blätterdach den Himmel berührt, beobachtet ein selten gesehenes Tier die Welt unter sich. Der Harpyjenadler, einer der mächtigsten Raubvögel der Welt. Mit einer Flügelspannweite von fast 2 Metern, einem muskulösen Körper und gekrümmten Klauen so groß wie die eines Bären, ist der Harpyjenadler dafür geschaffen, den Regenwald zu beherrschen. Aber seine wahre Kraft liegt nicht in seiner Stärke, sondern in seiner Geduld. Das Nest des Harpyjenadlers befindet sich auf den höchsten Bäumen, Dutzende Meter über dem Boden. Im Gegensatz zu vielen anderen Vögeln zieht der Harpyjenadler über mehrere Jahre hinweg nur ein einziges Junges auf. Diese Zeit ist eine enorme Investition ins Überleben. Die Mutter verlässt das Nest nur selten, während der Vater für die Beschaffung von Nahrung zuständig ist.
Das Jungtier wächst langsam. Jeder Flügelschlag ist eine Lektion. Jede Beute ist ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Heute verlässt die Mutter. Sie gleitet durch das dichte Blätterdach, wobei ihre kurzen, aber kräftigen Flügel es ihr ermöglichen, zwischen dicht stehenden Baumstämmen zu manövrieren. Eine seltene Fähigkeit unter großen Raubvögeln. Unter ihr springt ein Affe von Ast zu Ast. Die Harpyie stürzt sich schnell und präzise auf ihn. Doch im Nu verstreut sich die gesamte Gruppe, hinterlässt nur zitternde Äste in der leeren Luft. Sie beobachtet weiter. Ein Dreifinger-Faultier klammert sich fest an einen Baumstamm, langsam, scheinbar verletzlich. Doch seine starken, gekrümmten Krallen und außergewöhnlichen Greifmuskeln machen es zu einem Gegner, der nicht so leicht aus seiner Zuflucht zu reißen ist. Die Harpyie greift an. Es entfaltet sich ein langwieriger Kampf zwischen zwei Kreaturen, die gegensätzliche Überlebensstrategien vertreten. Geschwindigkeit und Kraft gegen Ausdauer und Energieeinsparung. Am Ende lässt der Adler seine Krallen los. Heute gibt es keinen Sieger. Aber im Amazonasgebiet ist auch das Scheitern Teil des Gleichgewichts. Jede erfolglose Jagd ist eine Erinnerung daran, dass dieser Wald keinen Herrscher bevorzugt. Hoch oben kehrt die Harpyie zurück zu ihrem Nest. Unten setzt der Amazonas seinen uralten Atemrhythmus fort, ruhig, tief und ständig in Bewegung. Der Waldboden des Amazonas ist selten still. Aber wenn es still wird, scheint jeder Laut zu verblassen. Der Jaguar muss sich nicht beeilen. Er ist die Verkörperung der Geduld, ein Raubtier, das durch Millionen von Jahren der Evolution verheinert wurde. Sein goldenes Fell, das mit Rosettenmustern bedeckt ist, dient nicht nur zur Zierde, sondern ist eine ausgeklügelte Form der Tarnung, die seinen Körper im fleckigen Licht und Schatten des Regenwaldes verschwinden lässt. Im Gegensatz zu den Löwen der Graslandschaften oder den Tigern der asiatischen Wälder ist der Jaguar ein Jäger, der sich in verschiedenen Umgebungen zurechtfindet. Er ist ein guter Schwimmer, klettert geschickt und zögert nicht, sich in die trüben Gewässer der Amazonasflüsse zu begeben. Sein stämmiger Körper, sein großer Kopf und seine kräftigen Kiefer ermöglichen ihm eine seltene Jagdtechnik. Er beißt durch den Schädel und tötet seine Beute schnell und präzise. Heute bewegt sich der Jaguar am Flussufer entlang.
Uralte Fußspuren im feuchten Schlamm erzählen ihm die Geschichte des Waldes, wer vorbeigekommen ist, wie lange das her ist und in welche Richtung sie gegangen sind. Vor ihm taucht eine Familie von Kapibaras auf. Sie sind die größten Nagetiere der Welt, leben in Gruppen und sind in der Nähe von Wasserquellen ständig auf der Hut, wo die Gefahr sowohl vom Land als auch vom Fluss herkommen kann. Der Jaguar bleibt stehen. Er senkt seinen Körper und nähert sich Schritt für Schritt lautlos. Der Abstand verringert sich. Die Kapibaras spüren die Gefahr erst in letzter Sekunde. Der Jaguar schleppt seine Beute in den Wald, weg von den Aasfressern, die in der Nähe warten. Für ihn ist jede erfolgreiche Jagd nicht nur Nahrung, sie ist die Aufrechterhaltung seiner Position innerhalb eines komplexen Ökosystems. Im Amazonasgebiet ist der Jaguar nicht nur ein Spitzenprädator, er ist ein ökologischer Indikator. Wo immer Jaguare noch existieren, ist der Wald groß genug, reich genug und ausgewogen genug, um Leben zu erhalten. Während sich die goldgefleckte Gestalt allmählich im tiefgrünen Vorhang des Waldes auflöst, kehrt der Amazonas zu seinem uralten Rhythmus zurück, wo Raubtier und Beute in einem fragilen Pakt koexistieren, der durch Zeit und Evolution aufrechterhalten wird. Wenn das Sonnenlicht den dünnen Morgennebel durchdringt, öffnen sich Lücken im Wald zu verstreuten Graslandschaften. Dort bewegt sich ein seltsames Wesen, langsam, fast unpassend zu seiner Umgebung. Der Riesenameisenbär. Keine Zähne, kein Brüllen, keine Schnelligkeit. Auf den ersten Blick scheint es ein verletzliches Wesen in der rauen Amazonasregion zu sein. Doch seine Existenz ist das Ergebnis einer völlig anderen Evolutionsstrategie. Ein langer Körper, eine schmale, röhrenartige Schnauze und eine Zunge, die sich über 60 Zentimeter ausstrecken kann und mit dickflüssigem, klebrigem Speichel überzogen ist. Jede Minute schießt diese Zunge hunderte Male ein und aus und fegt Ameisen und Termiten aus Nestern, die hart wie Beton sind.
Der Ameisenbär stört die Termitenhügel nicht vollständig. Er frisst nur so viel, wie er braucht und zieht dann weiter. Ein Verhalten, das einfach scheint, aber dazu beiträgt, die Insektenpopulationen zu erhalten. Genau die Ressource, von der er in Zukunft abhängig sein wird. Sein Sehgefühl ist schlecht, aber sein Geruchssinn ist extrem gut entwickelt. Jeder Termitenhügel ist ein deutliches Geruchssignal, das seine langsamen, aber präzisen Schritte leitet. Mit seinen langen, gekrümmten Klauen an den Vorderbeinen kann er die harte Erde in Sekundenschnelle aufreißen. Die meiste Zeit seines Lebens verbringt der Ameisenbär als Einzelgänger. Er streift durch weite Gebiete ohne festes Revier und hinterlässt tiefe Fußspuren und aufgerissene Hügel. Stille Zeugnisse seiner Anwesenheit. Aber Senftenmut bedeutet nicht Wächte. Wenn er bedroht wird, kann sich der Ameisenbär auf seine Hinterbeine stellen, seinen Schwanz als Stütze nutzen und mit seinen scharfen Klauen wie Dolchen zuschlagen. In seltenen Konfrontationen müssen selbst große Raubtiere wie Jaguare vorsichtig sein. Doch allein seine Anwesenheit trägt dazu bei, die Insektenpopulationen zu kontrollieren, die Bodenstruktur zu schützen und das empfindliche Gleichgewicht des Ökosystems aufrechtzuerhalten. Während die Sonne höher steigt, setzt er seine Reise fort. Jeder Schritt langsam und bedächtig. Im Amazonasgebiet muss nicht jedes Lebewesen ein Spitzenprädator sein. Einige überleben, indem sie sich langsamer bewegen, weniger fressen und länger leben. An den Ufern der sich durch den Amazonas schlängelnden Flüsse scheint das Wasser still zu sein. Aber unter dem Schlamm und der schwimmenden Vegetation verbirgt sich ein riesiges Lebewesen. Die Anaconda. Es handelt sich um ein Weibchen, größer, schwerer und stärker als die Männchen. Ihr Körper erstreckt sich über viele Meter und ist mit olivgrünen Schuppen bedeckt, die sich perfekt in das trübe Wasser einfügen. Für die Anaconda ist Wasser keine Grenze, sondern ihr Revier. Sie tritt in die Paarungszeit ein. Im warmen Wasser verbreiten sich Pheromone. Es dauert nicht lange, bis männliche Anacondas auftauchen, sich eng um den Körper des Weibchens winden und einen Paarungsknoten bilden, ein in der Welt der Reptilien selten zu beobachtendes Phänomen. Der Wettbewerb findet nicht mit Reißzähnen oder Gift statt, sondern durch Ausdauer und die Fähigkeit, tagelange Anstrengungen zu überstehen. Nach Ende der Paarungszeit zieht die Anaconda weiter. Sie trägt neues Leben in sich und hat einen höheren Energiebedarf als je zuvor. Die Anaconda beginnt zu jagen.
Ihre Bewegungen verursachen fast keine Wellen. Dank ihrer Augen und Nasenlöcher, die sich oben auf ihrem Kopf befinden, kann sie atmen und beobachten, während der größte Teil ihres Körpers unter Wasser bleibt. Sie ist eine Meisterin der Hinterhaltjagd. Am Flussufer nähert sich ein Kapibara, um zu trinken. Es ist sich der Gefahr, die direkt unter der Oberfläche lauert, nicht bewusst. Diese Mahlzeit wird sie Wochen oder sogar Monate lang ernähren. Im Ökosystem des Amazonas jagen Anacondas nicht häufig, aber jede Jagd hat erhebliche Einflüsse. Sie regulieren die Populationen der Arten am Flussufer und tragen so dazu bei, das Gleichgewicht zwischen Land und Wasser aufrechtzuerhalten. Als die Sonne untergeht, gleitet die Riesenschlange lautlos zurück in den Fluss. Kein Brüllen, keine Spur. Im Amazonasgebiet kommt Macht manchmal nicht von Geschwindigkeit oder Prahlerei, sondern von absoluter Stille. Hoch oben, jenseits des dichten Blätterdachs, erwacht der Himmel über dem Amazonas plötzlich zum Leben. Laute, langgezogene Rufe hallen durch den weiten grünen Raum. Die Aras sind angekommen. Mit ihrem leuchtend roten, blauen, gelben und grünen Gefieder gehören Aras zu den bekanntesten Vögeln der Welt. Aber diese Farben dienen nicht nur zur Zurschaustellung. Im Regenwald, wo das Licht in verstreute Flecken gebrochen wird, helfen die Federn der Aras ihnen, sich gegenseitig aus großer Entfernung zu erkennen und so den Zusammenhalt innerhalb der Herde aufrechtzuerhalten. Aras sind große Vögel mit langer Flügelspannweite, die es ihnen ermöglicht, jeden Tag Dutzende Kilometer auf der Suche nach Nahrung zu fliegen. Mit ihren starken, gekrümmten Schnäbeln, die zu den kräftigsten in der Vogelwelt gehören, können sie harte Samen knacken, an die nur wenige andere Arten herankommen. Dadurch werden Aras zu wichtigen Samenverbreitern und zur Regeneration des tropischen Regenwaldes beitragen. Sie leben in Paaren und diese Bindung hält oft ein Leben lang. Die
Die beiden Individuen fliegen zusammen, suchen gemeinsam nach Nahrung und ziehen ihre Küken in hohen Baumhöhlen auf. Die Aufzucht der Jungen ist ein langer Prozess, der enge Zusammenarbeit erfordert. Eine Strategie, die es den Küken ermöglicht, Überlebensfähigkeiten in der komplexen Umgebung des Amazonas zu erlernen. Aras sind auch für ihre außergewöhnliche Intelligenz bekannt. Sie können lernen, Flugrouten auswendig lernen, sich die Standorte saisonaler Obstbäume merken und mittels Lauten auf komplexe Weise kommunizieren. Die lauten Gespräche auf den Ästen sind kein Chaos, sondern ein lebendiges Informationsnetzwerk des Waldes. Jeden Morgen fliegen viele Ara-Schwärme zu Lehmklippen entlang der Flussufer. Dort fressen sie Erde, ein Verhalten, das als Geophagie bekannt ist. Der Lehm hilft Ticks, Toxine aus unreifen Samen und Früchten zu neutralisieren, sodass sie Nahrungsquellen nutzen können, die für andere Arten unzugänglich sind. Wenn die Ara-Schwärme auffliegen, scheint sich der gesamte Wald mit ihnen zu bewegen. Leuchtende Farbtupfer huschen über dem tiefgrünen Hintergrund und hinterlassen Flügelschläge und hallende Rufe. Im Amazonasgebiet sind Aras keine Raubtiere und verstecken sich auch nicht wie Jaguare. Sie sind offen präsent, laut und farbenfroh und erinnern daran, dass dieser Wald nicht nur von Stille und Schatten geprägt ist, sondern auch von Geräuschen, Licht und reichhaltigem Leben. Der Amazonas hat Millionen von Jahren der Umwälzungen auf der Erde überstanden. Er hat miterlebt, wie Kontinente auseinanderdrifteten, sich das Klima veränderte und unzählige Arten entstanden und wieder verschwanden. Doch noch nie in seiner Geschichte war dieser Wald einer so schnellen und mächtigen Bedrohung ausgesetzt wie heute. Von oben betrachtet sind die einst zusammenhängenden grünen Flächen nun durch Straßen, Plantagen und kahle Landstriche fragmentiert. Jede abgeholzte Waldfläche bedeutet nicht nur den Verlust von Bäumen, sondern auch die Zerstörung eines ganzen Ökosystems, in dem alle Organismen auf komplexe Weise voneinander abhängig sind, die die Wissenschaft noch erforscht. Wenn Wälder verschwinden, verlieren Jaguare ihre Jagdgründe. Wenn uralte Bäume fallen, verlieren Harpyen ihre Nistplätze. Wenn Flüsse verschmutzt und ihre Laufwege verändert werden, werden Anakondas und Wasserlebewesen aus ihren gewohnten Lebensräumen verdrängt. Selbst kleine Lebewesen wie Pfeilgiftfrösche, die sehr empfindlich auf Umweltveränderungen reagieren, verschwinden, bevor die Menschen ihre Rolle vollständig verstehen.
Der Amazonas erhält nicht nur das Leben innerhalb des Waldes. Die Feuchtigkeit, die aus Milliarden von Blättern aufsteigt, bildet fliegende Flüsse, die Regen in Regionen transportieren, die Tausende von Kilometern entfernt sind. Mit dem Schrumpfen des Waldes schwächt sich dieser Kreislauf und seine Auswirkungen reichen weit über die Grenzen Südamerikas hinaus. Doch die Geschichte des Amazonas ist noch nicht zu Ende. An vielen Orten regeneriert sich der Wald noch immer. Indigene Gemeinschaften, die seit Tausenden von Jahren in Harmonie mit dem Wald leben, schützen weiterhin das Land ihrer Vorfahren. Jeder erhaltene Wald ist eine Chance für das Ökosystem, sich selbst zu heilen. Der Amazonas braucht kein Mitleid von Menschen. Er braucht Zeit, Raum und Respekt. Wenn die Sonne hinter dem Blätterdach untergeht, füllt sich der Wald wieder mit vertrauten Geräuschen. Insekten, Vögel, die nach Partnern rufen, langsam fließendes Wasser. Das Leben geht weiter, zerbrechlich, aber widerstandsfähig. Die Frage ist nicht, ob der Amazonas überleben kann. Die Frage ist, ob wir ihm diese Chance geben werden. Was hilft ihm, in einer Welt voller Klauen und Gift zu überleben? An einem Ort, an dem der Boden bricht und der Tod lauert. Werden der Honigdachs, das Stachelschwein oder der afrikanische Wildhund in diesem brutalen Kampf ums Überleben die Oberhand gewinnen? Honigdachs gegen Stachelschwein. Der Showdown zwischen den beiden hartnäckigsten Kreaturen Afrikas. Die Morgendämmerung taucht die Graslandschaften der Serengeti in ein sanftes goldenes Licht. Der frühmorgendliche Nebel lichtigt sich und gibt den Blick frei auf die Spuren der vergangenen Nacht, die noch immer auf dem Boden zu sehen sind. In dieser stillen Umgebung steht eine Konfrontation bevor, zwischen zwei der kleinsten, aber mutigsten Tiere Afrikas, dem Honigdachs und dem Stachelschwein. Auf dem offenen Feld nagt das Stachelschwein an Baumwurzeln. Es dreht sich um und feuert eine Salve scharfer Stacheln ab. Aus der Ferne nähert sich der Honigdachs, gedrungen, robust, mit trotzigen braunen Augen. Plötzlich stürmen beide aufeinander zu.
Keiner gewinnt, nur zwei hartnäckige Kreaturen, die jeweils leichte Verletzungen davontragen und ihren Stolz bewahren. Der Honigdachs, Mellivora capensis, ist Afrikas berühmtester Allesfresser. Sein Körper ist mit einer fast 6 mm dicken Haut bedeckt, die sich sogar umstülpen kann, wenn er von einem Raubtier gebissen wird. Diese Haut hilft ihm, den Kiefern von Löwen, Hyänen oder afrikanischen Wildhunden zu entkommen, den Herrschern der Graslandschaften. Was diese Spezies jedoch noch furchterregender macht, ist nicht ihre Stärke, sondern ihre unerbittliche Hartnäckigkeit. Der Honigdachs geht Gefahren nicht aus dem Weg, er sucht sie. Er greift alles an, von giftigen Schlangen und riesigen Pythons bis hin zu wilden Bienennestern, in denen tausende afrikanischer Bienen ein Tier töten könnten, das um ein Vielfaches größer ist als er selbst. Mit seinem ausgeprägten Geruchssinn spürt er den Duft von Honig aus der Ferne, reißt dann den Bienenstock auf und ignoriert dabei die dichten Stiche. Sobald er seinen süßen Schatz erobert hat, kaut er Stücke der Wabe und frisst auch die Larven, ohne die brennenden Schmerzen zu beachten, die sich in seinem Körper ausbreiten. Inmitten der verbrannten gelben Graslandschaften, wo der Wind wie eine Herausforderung weht, stapft der Honigdachs weiter. Klein, einsam, aber mit dem Herzen eines Kriegers. Mittags unter der sengenden Sonne der Serengeti-Steppe suchte sich der Honigdachs nach einem Vormittag voller Streifzüge langsam einen Platz zum Ausruhen. Er entschied sich für den Schatten eines niedrigen Akazienbusches und legte sich inmitten der drückenden Hitze des sandigen Bodens nieder. Doch nur wenige Minuten später ließ ihn ein leises Rascheln aus dem trockenen Gras in der Nähe aufsprengen. Eine afrikanische Maulwurfsrattenschlange glitterte vorbei. Ihr Körper glänzte und bewegte sich langsam. Für meiste Tiere ist das ein Zeichen von Gefahr. Für den Honigdachs jedoch ist es eine Retteopportunität. Die Schlange entdeckt den Eindringling und stürzt sich sofort auf ihn. Es kommt zu einem heftigen Kampf.
Nur Sekunden später liegt der Körper der Schlange schlaff und regungslos im heißen Sand. Der Honigdachs beobachtet ihn einen Moment lang, schleppt die Schlange dann an einen schattigen Platz und beginnt zu fressen. Danach setzt der Honigdachs seine Reise fort und stapft durch das trockene gelbe Gras, das die Nachmittagssonne reflektiert. Sein Gang ist tief, langsam und gleichmäßig, als ob ihn nichts auf der Welt interessieren würde. Weit hinter ihm legte sich allmählich der Staub und die Stille der Dämmerung hüllte die Graslandschaft erneut ein. Unterdessen tauchte aus einer Felshöhle in der Nähe des Hügels allmählich ein weiterer Schatten im schwachen Licht auf. Ein afrikanisches Stachelschwein, das größte Nagetier des dunklen Kontinents. Langsam und schwer atmend strahlte jeder seiner Schritte Zähigkeit und Wachsamkeit aus. Wie der Honigdachs ist auch das Stachelschwein furchtlos. Obwohl es pflanzenfressend und zurückgezogen lebt, ist es ebenso wild und stur und bereit, sich jedem Herausforderer zu stellen. Löwen, Leoparden oder Hyänen, Afrikas berüchtigte Raubtiere, haben alle ihren Preis gezahlt, wenn sie diesem gepanzerten Tier begegnet sind. Das Fell des Stachelschweins besteht aus Hunderten von hohlen Stacheln, die über 30 Zentimeter lang sind. Wenn es sich bedroht fühlt, richtet es seine Stacheln auf. Wenn der Gegner weiter vorrückt, dreht sich das Stachelschwein um und stürmt direkt auf ihn zu, wobei seine scharfen Stacheln das Fleisch durchbohren und manchmal im Körper des Angreifers abbrechen. Eine schmerzhafte Lektion für jeden, der es wagt, zu provozieren. In einer Welt, in der das Überleben von Stärke bestimmt wird, überlebt das Stachelschwein dank seiner Standhaftigkeit und seiner gottgegebenen Panzerung. Wenn die Sonne hinter den Wolken verschwindet, verlässt das Stachelschwein seinen Baum mit schweren, aber festen Schritten. Es ist weder schnell noch wild, aber jedes Lebewesen auf der Grassteppe weiß, dass es besser ist, es nicht im Weg zu stehen. In Afrika gibt es Wesen, die nicht brüllen müssen, um die Welt in die Flucht zu schlagen. Es ist später Nachmittag in der Serengeti-Ebene. Die Sonne sinkt tief, ihr feuriger Schein taucht den Himmel in goldenes Licht. Eine sanfte Brise trägt den Duft von trockener Erde und verbranntem Gras herbei. In der Ferne kehrt ein Rudel afrikanischer Wildhunde nach einem langen Tag des Umherstreifens zurück. Sie bewegen sich schnell, lautlos und zielstrebig. Ihr Ziel ist eine flache Höhle unter einem alten Akazienbaum, die Heimat eines Wurfes von Welpen, die gerade zum ersten Mal aus der Höhle kommen.
Kleine Quietschgeräusche hallen wieder. Die Welpen stürmen heraus, zitternd und aufgeregt, ihre Ohren noch kurz und ihre Beine noch ungeschickt. Sie kümmern sich liebevoll und mit großer Sorgfalt um die Jungen. Als die Sonne vollständig verschwindet, liegt die ganze Familie eng beieinander. In der wettbewerbsorientierten Welt Afrikas sind afrikanische Wildhunde der Inbegriff absoluter Einheit. Jedes Individuum lebt für das Rudel und das Rudel existiert füreinander. Am nächsten Morgen erwachte die Graslandschaft unter dem neuen Sonnenlicht. Die Erwachsenen verließen die Höhle und bildeten eine lange Reihe auf dem trockenen Boden. Es war Zeit zu jagen. Ein vertrauter Rhythmus, der sich wie ein Ritual der Natur wiederholte. Afrikanische Wildhunde, Lycaon pictus, sind mit einer Erfolgsquote von bis zu 80% die effizientesten Raubtiere des Kontinents. Sie verlassen sich eher auf Geschwindigkeit, Ausdauer und kooperative Taktiken als auf individuelle Stärke. Jedes Tier hat ein einzigartiges geflecktes Fell. Kein Fell gleicht dem anderen, wodurch sie sich gegenseitig schon von weitem erkennen können, wenn sie sich über die Graslandschaften bewegen. Im frühen Sonnenlicht streckt sich das Rudel, kommuniziert mit kurzen Pfiffen und vertrauten Blicken. In der Ferne grast eine Herde Impalas in der Nähe des Baches. Die Atmosphäre wird angespannt, die Jagd beginnt. Wenn die Entfernung groß genug ist, gibt der Anführer ein leises Zischen von sich. Das Signal zum Angriff. Die Meute stürmt los. Schnell, präzise, ohne zu zögern. Danach versammeln sich die Hunde um den Kadaver. Es gibt keine Kämpfe, kein Chaos. Sie fressen schnell und teilen die Beute in einer klaren Reihenfolge auf. Zuerst der Anführer, dann die anderen. Die Meute afrikanischer Wildhunde umkreist den Impala-Kadaver, als eine weibliche Tüpfelhyäne auftaucht, angezogen vom Geruch frischen Blutes. Sie nähert sich mutig, wird aber schnell von der Meute umzingelt und überwältigt.
Als sie gerade zu fallen drohte, hallte ein tiefes Brüllen. Ein einsamer, verstoßener Löwe erschien und veranlasste die Meute zum sofortigen Rückzug. Der Löwe schleppte die Kadaver ruhig davon, während die weibliche Hyäne sich in den Schatten schlich und so um Haaresbreite dem Tod entkam. Nachdem sie eine Weile beobachtet hatte, ging die Tüpfelhyäne langsam zurück Richtung der Ebene, wo sich ihr Rudel befand. Tüpfelhyänen sind die besten sozial organisierten Fleischfresser Afrikas. Sie leben in matriarchalischen Rudeln, in denen die Weibchen größer und dominant sind, während die Männchen in der Regel weiter unten in der Hierarchie stehen. Jedes Mitglied hat eine eigene Lautäußerung, die ihnen hilft, sich über große Entfernungen hinweg zu erkennen. Innerhalb des Rudels ist ihre Koordination bei der Jagd nicht weniger imposant als die von Wildhunden. Schnell, präzise und ausdauernd. Trotz ihres Rufes als Aasfresser jagen Hyänen den Großteil ihrer Nahrung selbst. Sie können gemeinsam Antilopen, Zebras und sogar junge Wildbüffel erlegen. Wenn sie in ausreichender Zahl vorhanden sind, fordern sie sogar Löwen heraus, die Könige der Savanne. Sie müssen sich vor ihnen in Acht nehmen. Ihre Kiefer sind die stärksten in der Welt der Säugetiere. Sie können Knochen zermalmen und jedes Stückchen Fleisch verwerten. Wenn die Nacht hereinbricht, beginnt sich das Hyänenrudel zu zerstreuen und bewegt sich inmitten des Zirpens der Insekten. Im Mondlicht glänzt ihr Fell im Gras und verschmilzt mit dem endlosen Rhythmus der Serengeti-Graslandschaften. In einer Welt der Starken überleben Tüpfelhyänen nicht durch ihren Ruf, sondern durch Intelligenz, Ausdauer und eine unzerstörbare Rudelmentalität. Die Nacht bricht allmählich über der Serengeti herein. Die Sonne beginnt über dem Horizont aufzugehen, vertreibt den Nebel und erweckt neues Leben auf den Graslandschaften. Tagsüber gehört diese Welt anderen, den wahren Königen der Savanne. Nicht weit entfernt in den westlichen Graslandschaften der Serengeti herrscht ein Löwenrudel, stark, vereint und mächtig. Das Rudel besteht aus einem jungen Alpha-Männchen mit goldener Mähne, 5 ausgewachsenen Weibchen und einem Wurf heranwachsender Jungtiere. Im Schatten der Akazienbäume liegen sie träge in der Mittagssonne, doch hinter dieser friedlichen Fassade verbirgt sich eine strenge und kalte Ordnung.
In der Löwengesellschaft beherrschen die Männchen das Territorium, während die Weibchen die eigentlichen Jäger sind. Sie sind die Seele des Rudels, diejenigen, die planen, koordinieren und die ganze Familie ernähren. Wenn die Sonne schwächer wird, trennen sich die Weibchen von den Jungen und bewegen sich lautlos in einer niedrigen Linie, den Blick auf die Ferne gerichtet, wo eine Herde Kappbüffel am Rande des Sumpfes grast. Die Jagd beginnt. Jede Löwin bewegt sich lautlos, ihre Schritte sind leicht und sicher, sie nutzt jedes Grasbüschel als Deckung. Sie warten geduldig auf ihre Chance. Ein junger Büffel löst sich aus der Herde. Sofort springt die ganze Gruppe in Aktion und umzingelt ihre Beute. Der ganze Rudel sammelt sich um den Kadaver und beginnt dieses üppige Festmahl zu genießen. Inmitten des feurigen Sonnenuntergangs erscheint das Bild der Löwenfamilie als Symbol von Stärke, Ordnung und Überleben. Auf den afrikanischen Graslandschaften überleben Einzelgänger durch List, aber nur das Rudel behält die wahre Macht. Und wenn die Nacht hereinbricht, hallt ihr Brüllen wieder, eine Erklärung, dass diese Graslandschaften immer noch dem König gehören. Die Sonne versinkt allmählich hinter den Akazienbäumen und taucht den Himmel über der Serengeti in ein rot-orangenes Licht. Vor dem Hintergrund einer Landschaft, die noch immer die Spuren der Jagd trägt, geht das Leben auf ihre Weise weiter. Als die Löwen verschwinden, tauchen die Reiniger auf. Große Vögel breiten ihre Flügel aus und lassen sich herab. Geier und Marabus beginnen ihre vertraute Arbeit. Sie picken das übrig gebliebene Fleisch ab und verwandeln die nackten Knochen in Nährstoffe für den Boden. Ein stechender Gestank erfüllt die Luft, aber für sie ist es das Duft des Lebens. In der Ferne bebte der Boden leicht bei jedem schweren Schritt. Eine Herde afrikanischer Elefanten bewegte sich über die Graslandschaften, die sanften Riesen dieses Kontinents. An der Spitze ging eine alte Elefantenkuh, scharfsinnig und erfahren, die die Herde durch das trockene, wasserarme Land führte. Dank ihres bemerkenswerten Gedächtnisses weiß sie genau, wo sich einst die Seen befanden, auch wenn sie im Laufe der Jahre vom Staub verdeckt wurden. Die Herde bewegt sich langsam, aber stetig voran, wobei die Jungen in der Mitte geschützt werden
und die jungen Männchen als Nachhut fungieren, um sie zu beschützen. Unterwegs halten sie an einem trockenen Akazienbusch an. Sie umschlingen ihn fest mit ihren Rüsseln, brechen Äste ab und schütteln Blätter ab, bevor sie ihre Reise fortsetzen. Jeden Tag benötigt ein Elefant mehr als 150 Kilogramm Nahrung, und um zu überleben, müssen sie in Bewegung bleiben. In der Nähe bewegt sich eine Herde von Giraffen gemächlich im schwindenden Nachmittagslicht. Ihre langen Hälse strecken sich hoch über das Akazienblattwerk und pflücken sanft junge Blätter. Sie sind die stillen Wächter der Graslandschaften, gelassen in der Weite des Raumes. Das späte Nachmittagslicht reflektiert sich in ihrem goldbraunen Fell und lässt sie vor dem verbrannten Gras hervorstechen. Weiter entfernt versammeln sich Herden von Zebras und Thomson-Gazellen an einer flachen Wasserstelle, wo ein dünner Nebel im Wind aufsteigt. Madenhacker fliegen um ihre Rücken herum und picken Parasiten weg. Ein Beweis für die empfindliche Symbiose zwischen den Arten. Noch weiter entfernt, zwischen den trockenen Dornenbüschen, jagte der Honigdachs weiterhin lautlos. Nicht schnell, nicht stark, aber hartnäckig und ausdauernd. Er wühlte durch Bienenstöcke, grub sich durch das Gras und hinterließ kleine Fußspuren auf der rissigen Erde. Ein Symbol seines unbezwingbaren Überlebenswillens. Die Abendbrise weht und trägt den Duft von Erde, Gras und den Klängen des Lebens, Schritte, Vogelgesang und Insekten, die sich in die wilde Symphonie der Serengeti einfügen. Wenn die Sonne untergeht, werden die Graslandschaften in strahlendes Gold getaucht, bevor sie der Dunkelheit der Nacht weichen. Aber irgendwo inmitten dieses Landes und des Himmels geht das Leben weiter. Mutig, widerständig und endlos, genauso wie die Seele Afrikas selbst. Auf diesem wilden Land, wo die sengende Sonne auf den sandigen Wind trifft, gibt es Lebewesen, die mutig leben. Solche, die Vorsicht und Geduld wählen, solche, die sich auf die Stärke der Herde verlassen und solche, die mit Autorität und Ordnung herrschen. Jedes Lebewesen, ob klein oder mächtig, hat eine Rolle zu spielen. Gemeinsam halten sie das Rad des Lebens am Laufen. Von erbitterten Kämpfen bis hin zu friedlichen Momenten in der Abenddämmerung verschmilzt alles zu einer ewigen Symphonie der Natur, in der Leben und Tod keine Gegensätze sind,
sondern nebeneinander existieren, um das fragile Gleichgewicht dieser Welt aufrechtzuerhalten. Aber die Grenze zwischen Leben und Zerstörung wird immer fragiler. Menschliche Eingriffe, Jagd, Abholzung, Klimawandel führen dazu, dass diese Gebiete allmählich ihre Wildheit verlieren. Wenn die Natur verschwindet, verlieren auch die Menschen einen Teil von sich selbst. Jede kleine Handlung, die wir unternehmen, ist ein Beitrag zum Schutz dieser Tiere und dieses grünen Planeten.